Liebe Wiebke, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Guten Morgen nach Vancouver. Wir haben hier 19 Uhr in Berlin im Moment und ich spreche heute mit Wiebke Bohm. Viele kennen sie vielleicht noch unter dem Namen Wiebke Sprenger. Wiebke hat 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe, an der MDH in Berlin ihren Bachelor gemacht, Bachelor of Arts in Digital Film Design. Und ich freue mich, von Wiebke ein bisschen mehr zu erfahren, wie dann eigentlich ihr Weg seitdem verlaufen ist. Also ich weiß, dass du jetzt in Vancouver bist, ich weiß, du hast ein Praxissemester gemacht. Wir haben uns vor einigen Jahren mal in London getroffen, bei einem Alumni-Treffen. Und das heißt, wir haben uns immer so ein paar Mal getroffen im Laufe der letzten Jahre. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Schritten vom Studium, vielleicht über die Praxissemester, bis dahin, wo du jetzt im Moment stehst. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Und also ich habe das Glück gehabt, mein Praxissemester bei Trixter zu machen in München und habe dann auch eine ganz spannende Bachelor-Thesis dann daraufhin entwickelt, die ich dann, daraufhin habe ich dann meinen Bachelor noch geschrieben, dann wieder in Berlin und wurde dann glücklicherweise von Trixter wieder übernommen als Junior. Und das finde ich ist halt immer wirklich so ein bisschen ein Jackpot, wenn man die Chance hat, dann vom Praxissemester direkt übernommen zu werden und dann halt direkt ins Berufsleben einzusteigen. Und das war eigentlich so das große Glück, das ich hatte. Und dann wurde Dschungelbook er hat MPC angefangen zu produzieren. Und das war für mich irgendwie so, da muss ich dabei sein. Ich war so ein Disney-Fan, also ich bin sowieso ein Film-Nerd. Ich liebe jedes Genre eigentlich. Aber halt, also unbedingt muss ich Dschungelbook mitmachen. Und dann habe ich mich halt beworben und hatte das Glück, dass ich halt mit Heer und Föhr direkt irgendwie in so eine Nische gefallen bin, dass die das halt auch spannend fanden. Und wurde tatsächlich genommen und bin dann nach einem Jahr Trickster auch direkt nach London gegangen. Und das ist dann leider nichts geworden, weil, also ich war dann halt einen Monat da und dann haben die Produktion verschoben. Das heißt, die haben mich dann gekündigt. Das war ein Riesenschock für mich. Und daraufhin habe ich mich dann anderweitig wieder schnell beworben. Aber also erstmal war es halt absolut Stress. Und hatte dann tatsächlich wieder mal so viel Glück, dass ich gleich so viele Interview-Einladungen bekommen habe, direkt in London dann. Und bin dann zu Cinecide. Und da war ich auch sehr glücklich. Für ein ganzes Jahr war ich dann bei Cinecide. Es hat super Spaß gemacht. Und bin dann mit meinem Mann zusammen, das war eine gemeinsame Entscheidung, dann nach Vancouver gegangen. Er hatte das Visum schon und dann, okay, eigentlich wäre ich auch gerne länger bei Cinecide geblieben, was mir sehr gut gefallen hat, aber bin dann mit meinem Mann nach Vancouver gegangen. Und ja, jetzt sind wir seit 2015 in Vancouver. Wahnsinn. Und hier habe ich natürlich auch dann noch bei Scanline gearbeitet und auch bei MPC noch. Und wenn ich mal einmal ganz kurz zurückgehen kann nochmal, weil das war jetzt sozusagen 10 Jahre in a nutshell. Ja. Du hast gesagt, du hast das Praxissemester bei Trixter gemacht. Du hast dich damals relativ früh schon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf Hair and Fur spezialisiert, hast dann den Bachelor gemacht. Ich habe noch den Hirsch vor Augen, den du damals kreiert hast. Ich fand das Wahnsinn. Und das war sozusagen das, wo man dann auf dich auch nochmal speziell aufmerksam wurde, weil du eben in sehr jungen Jahren sozusagen schon so spezialisiert darauf warst? Ist das so? Genau, also Hair und Fur war halt immer schon sehr schwierig, weil das halt so ein kleines, also heutzutage ist das gar nicht mehr so das große Problem, weil die Rechner halt schneller geworden sind und alles, als die Software halt auch besser geworden sind und viel, viel mehr automatisiert werden konnte. Aber damals war es halt wirklich ein Spezialbereich, wo man halt schon viel technische Probleme, also gleich in technische Probleme reingerannt ist und sehr, sehr zeitintensiv war, weil es halt sehr rechenintensiv war. Und mich hat das aber begeistert, irgendwie diese Details fand ich halt total spannend. Und deswegen habe ich dann halt im Studium schon angefangen, mich damit zu beschäftigen für die Studentenprojekte. Und wir waren dann auch so mutig und haben das tatsächlich ausprobieren wollen. Und daraufhin hat dann
weil Trickster dann halt gesagt, die hatten eine Show mit Wölfen und fanden das halt total toll, dass ich das halt schon ausprobiert hatte, weil das halt selten Leute schon konnten. Oder, also ich konnte es ja nicht, ich habe es ja nur mal ausprobiert. Und, Naja, ganz schlecht kannst du nicht gewesen sein, oder? Wenn dich so eine Firma wie Trickster dann dafür engagiert, ist schon toll. na, ich glaube halt fürs Praxissemester überzeugt halt häufig auch eigentlich die Soft Skills und gar nicht mal so das tatsächliche Können. Also da ist es halt wichtig, dass man die Basis, also weiß, dass man halt sozusagen den Kern des Ganzen verstanden hat, aber man muss noch nicht irgendwie der super Experte sein, man muss auch noch nicht alles wissen und man muss auch nicht alles können, sondern die Chemie muss stimmen, glaube ich. Also das kommt dann halt im Interview rüber, dass man halt kommunizieren kann, höflich ist, nett ist, ne, verlässlich ist, sowas vielleicht. Also das können die eigentlich im Interview schon immer relativ schnell sagen. Und dann, das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigere fürs Praxissemester, als jetzt so das bombenmäßige, krasse Showreel dorthin zu legen, würde ich Und, sagen. Aber es ist natürlich schon auch toll, wenn man sagt, okay, man hat sich hier mit der Technik schon mal auseinandergesetzt oder das hat man schon mal ausprobiert, weil man dann halt heraussticht und nicht so. Also man zeigt halt, ich glaube, es geht auch ganz viel, wie motiviert man ist und dass man das halt spannend findet, den Bereich, in dem man halt auch arbeiten möchte. und dass man wissbegierig ist und Fragen stellt und sich selber wahrscheinlich auch sich selber vorantreibt, indem ja, Lösungen zu finden vielleicht für Fragen. Ich stelle mir dann vor, du warst dann in London, bist zu NPC gegangen. Das hört sich jetzt auch so selbstverständlich an, was es natürlich nicht ist. Also am Dschungelbuch mitzuarbeiten, sich dafür zu bewerben, genommen zu werden, nach London zu ziehen und dann bricht auf einmal dann platzt die Blase, dann bricht auch noch was weg. So. Ja, krass. Wie bist du denn damals damit umgegangen und was hat dir damals geholfen, dass du sagst, okay, ich gucke jetzt aber trotzdem weiter nach vorne und ich habe ja meine Ziele vor Augen. Erzähl mal von der Zeit. Also das Gute war halt, dass ich halt schon viele Freunde hatte, die halt schon länger in der Branche gearbeitet haben. Also unter anderem zum Beispiel in Judy. Und der hat mich auch ganz viel bei Bewerbungsfragen auch geholfen. Genauso wie mein Mann, mein jetziger Ehemann. Der hat dann halt auch mich unterstützt, also in dem Sinne, dass sie gesagt haben, komm, du sitzt dich jetzt hin und du bewirbst dich und das ist gar kein Problem, das ist völlig normal, das passiert einfach. Man setzt sich halt einfach hin. Ich habe dann an einem Wochenende ich hatte ja eigentlich noch nicht viel, was ich in mein Showreel packen kann, das alles irgendwie zusammengekramt und irgendwas gemacht. Und tatsächlich ist das Showreel ja dann auch durch die Decke gegangen. Das war ja dann auch auf CG Meets Up und wurde geteilt. Also ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber ja, ich hatte halt da die Unterstützung von den beiden, dass sie da ja, gesagt, du musst das so machen und den Shot musst du hier hinsetzen und der muss ans Ende und der muss ans Anfang. Und dann war das eigentlich nur ein ganz, ganz kurzes Showreel, aber halt knackig. Und das hat dann anscheinend dann auch überzeugt und hatte von 6 Bewerbungen 5 Intervieweinladungen. Also es ging ganz schnell. Da hatte ich vielleicht auch Glück, dass ich zu der Zeit auch viel also gerade Projekte angefangen haben. Aber ja. Wie selbstverständlich bist du dann in die Interviews gegangen, auch auf Englisch? Also du hast ja dann schon in London gelebt, okay, aber wie aufregend war das für dich? Mein Englisch war nicht gut. Also auch schon im Studium war mein Englisch nicht gut. Das nicht mein Talent. Aber ich habe mich da einfach, ich glaube, man muss das einfach durchziehen, muss das einfach machen. Und es war auch ganz peinlich. Ich weiß noch, in dem Interview habe ich da gesessen und dann hat sie mich gefragt, ja, kannst du denn schon Arnold? Arnold ist ein Render Engine, ne? Und sagt sie, oder Render Software. Und dann sagt sie so, kennst du denn schon Arnold? Und ich konnte das gar nicht. Also ich habe halt mit Renderman gearbeitet. Und guck sie so an und meinte so, I sneaked into it. Und sie fängt an zu lachen.
fängt an zu lachen und ich gucke sie so an und denke, oh Gott, nein, voll. Dabei wollte ich eigentlich so sagen, ich habe schon mal aufgemacht, ich habe nur mal reingeschaut. Reingeschnuppert. Aber ich fand das so niedlich. Und ich bin im Boden versunken. Ja, also es passieren halt so peinliche Sachen aber ich habe den Job bekommen. Eben, du hast den Job bekommen, so viel zum Thema Soft Skills und auch über sich selber mal lachen können und offensichtlich hast du dann auch ins Team reingepasst. Und da hast du wahrscheinlich die Erwartungen auch erfüllt. Super. Und du hast gesagt, gerade am Anfang, es ist gar nicht so wichtig, dass man alle Software, alle Programme schon bis ins Kleinste kennt. Man muss sich aber reinarbeiten es ist natürlich gut, wenn man schon mal reingeschnuppert hat. Also dass man auch sagen kann, ja, ich weiß so einigermaßen, wie die Funktionalitäten sind, aber ich bin jetzt noch nicht der Experte. Ist das sowas, wo du denkst, dass das zieht sich durchs Arbeitsleben durch auch? Oder ist das eher was, wo du sagst, das hat man nur am Anfang? Nö, das ist immer so. Also man lernt ja immer wieder neue Software dazu. Man kann ja nicht immer alles wissen. Man, also auch jetzt finde ich das eigentlich das Interessante und das Spannende daran, dass ich immer wieder was Neues dazu lerne und freue mich auch darauf, was Neues zu lernen. Und man ist nie fertig mit Lernen. Also nee, das macht auch Spaß. Was sind so für dich die Sachen, wo du jetzt im Moment denkst, da sitzt deine Neugierde, da würdest du gerne mehr erfahren oder da würdest du dich gerne mehr reinarbeiten? Gibt es da Sachen, wo du im Moment so denkst, ja, das interessiert mich? Also ich würde auf jeden Fall, also beschäftige mich viel mit Python, also mit Coding und Skripten. Und da würde ich halt auch viel gerne, also ich kann kleine Tools schreiben, aber ich kann halt also jetzt wirklich in die Klassen, in die Objektprogrammierung, Object-Based Programming gehen. Das würde mich halt noch viel mehr interessieren. Und halt Houdini mehr, die Software Houdini und natürlich auch wieder Hair und Fur und weiß ich nicht, alles eigentlich auch, finde ich die Grafikkarten-Renderer gerade total spannend, weil es halt schnell ist. Ja. Und hast du die Möglichkeit, dich da reinzuarbeiten? Also hast du die Software zu Hause oder wie? Sag doch nochmal, du arbeitest im Moment freiberuflich oder projektbezogen oder hast zuletzt projektbezogen gearbeitet und willst wieder? Wie ist da gerade deine Situation? Also bin ich in Elternzeit. Also ja. Ich bin in Elternzeit bis Februar noch und genieße das auch total, aber ich schaue mir halt viel nebenbei an, also Tutorials hauptsächlich und also Python kann ich tatsächlich direkt auf dem Handy üben, finde ich ganz spannend, da kann man sich selbst dann halt einfach nur, um fit zu bleiben, im Kopf. Ja, und es gibt ja ganz viele Tutorials und Making-ofs und sowas gucke ich mir ganz viel an. Ja, und ja, genau. Das zu dem Thema. Weil wir das Thema Familie auch gerade angesprochen haben. Euer Sohn ist jetzt 3 Jahre alt, ist in einem sehr quirligen Alter, nehme ich an, und du nimmst dir die Elternzeit. War das für euch immer schon ein Thema oder war das ein Thema, wie organisiert ihr euch, wenn dann ein Kind da ist? Also war das klar, du bleibst eine Zeit lang zu Hause und gibt die Branche das her? Und wie glaubst du, wird der Wiedereinstieg sein? Weil das interessiert wahrscheinlich auch viele, nicht nur die jungen Frauen, aber wahrscheinlich noch mehr die jungen Frauen, die jetzt gerade studieren. Ja. Wie kriegt man denn sowas unter einen Hut? Also ehrlich gesagt, hat mir das ganz viel Angst gemacht. Ich wollte immer Kinder, aber ich wollte auch eine Karriere und ich will halt auch gerne mehr auch in die Lead-Position oder Supervisor-Position, da sehe ich mich irgendwo in meiner Zukunft. Und ich dachte halt immer, okay, eins davon muss sterben, wenn ich, also entweder Familie oder das. Aber das sehe ich jetzt heutzutage nicht mehr, weil sich halt auch die Industrie in der Richtung verändert, also die Branche. Es ist halt es gibt immer mehr Frauen und gut ausgebildete, also wahnsinnig talentierte Frauen, die auch in der Branche arbeiten und das wäre halt schade, wenn die alle wegbrechen würden. Ja. Und ich hatte jetzt meine Erfahrung, also ich habe ja
2 Kinder, mein Sohn ist 3 und bin dann schon wieder arbeiten gegangen. Da war er gerade 18 Monate alt und das hat super funktioniert. Ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Ich habe sofort wieder einen Job gefunden, sogar einen wahnsinnig tollen Job. Das hat super viel Spaß gemacht. Die waren total verständnisvoll. Ich habe gesagt, ich mache keine Überstunden mehr. Ich habe keine Überstunden gemacht, haben die einfach so verstanden. Und es ist halt so eine Sache, wo man halt gerade steht in der Karriere. Ich habe halt schon, bin ja nicht am Anfang von meiner Karriere, sondern ich habe halt ja schon ein paar Berufserfahrungen gesammelt. Und daher arbeitet man ja auch anders. Man ist halt effizienter geworden, man weiß bestimmte Dinge einfach und dadurch hat man halt einen anderen Wert für die Firma als ein Anfänger. Und ja, deswegen kriege ich dann halt meine Sachen halt auch in der gleichen Zeit fertig als nur, und muss gar keine Überstunden machen in dem Sinne halt. Das war halt eigentlich meine Haupterfahrung, dass ich halt viel effizienter geworden bin, weil ich muss halt pünktlich gehen. Ich kann jetzt halt nicht noch irgendwie Überstunden machen, sondern es muss fertig werden zu dem und dem Termin. Und wenn es nicht fertig wird, dann muss ich halt reagieren und halt mit Production reden und sagen so, hey, ich schaffe das nicht aus den und den Gründen und dann funktioniert es aber trotzdem alles. Das ist natürlich auch ein starker Prozess, ne? Also wo man sich selber dann kennenlernen muss und auch selber unter Druck setzen muss, weil man weiß, okay, da wartet jemand auf mich. Ich kann einfach nicht bis 7:30 abends in der Firma bleiben, weil da wartet jemand auf mich. Finde ich aber auch interessant, dass du der Firma ganz klar gesagt hast, ich kann das nicht, ich tue es nicht. Also ja. Kanntest du deinen Wert dann schon so gut auch, dass du sagen konntest, ja, ich weiß, was ich euch anzubieten habe und man dann selbstbewusster wird mit den Erfahrungen, die man dann auch gewinnt. Ja. Ja. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine letzten Jahre und auf die Studienjahre, gibt es so 2, 3 Sachen, wo du sagst, Mensch, ihr liebe junge Studierende, achtet darauf, du hast schon ganz viel auch gesagt, was du für wichtig hältst. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich so ein Ding, das habe ich gemacht und mir hat es geholfen oder das habe ich nicht gemacht, aber mir hätte es geholfen? Ja, also ich würde sagen, embrace mistakes, take chances und never give up. Also, das ist, glaube ich, immer, ich stehe wieder auf, du hast einen Fehler gemacht, nächstes Mal mach es besser und ja, und bleib dran. So. Verfolge deine Träume. Also es ist das wert. Und also meiner Erfahrung nach. Genau. Ich finde alles das, was du gesagt hast, ich finde das so unglaublich inspirierend. Und es gibt wenig Studierende, die ich über die Jahre so erlebt habe, die so frisch und ehrlich raus sind und auch wirklich sagen, ja, da war das so und so und ich hab was daraus gelernt und ich habe es I embraced it und ich habe was damit gemacht. Super. Vielen, vielen Dank. Die Zeit die rennt gerade, Wiebke. Ich würde noch gerne sehr viel mehr Fragen stellen. Ich freue mich sehr, dass du dich sogar auch bereit erklärt hast, als Mentorin für MDH-Studierende da zu sein für Fragen. Und das ist ganz großartig. Also für mich bist du eins der großen Vorbilder in dem Bereich und ich danke dir sehr dafür. Und ich hoffe, dass wir im Kontakt bleiben und dass wir uns öfter noch austauschen und ich hoffe irgendwann auch mal wieder live. Ja. Vielleicht sogar in persona irgendwann mal, wenn ihr nach Deutschland kommt oder wenn ihr mal die Möglichkeit habt, auch zur MDH zu kommen. Die Türen stehen dir jederzeit sperrangelweit offen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Ganz liebe Grüße nach Vancouver. Tschö. Ja. Tschüss.